Moin Leute, mechanische Tastaturen erfahren ja eine kleine Wiedergeburt und Logitech hat es nun auch endlich geschafft, mit der G710 Plus eine mechanische Tastatur auf den Markt zu bringen. Wir haben sie hier in der US-Version, was uns aber nicht abbringen lassen hat, einen Test durchzuführen. Was die ganze Tastatur so alles kann und was noch in ihr steckt, das seht ihr jetzt. Im Lieferumfang befinden sich natürlich die Tastatur und die Handballenauflage. Dazu kommen der Setup Guide und ein Heftchen mit wichtigen Hinweisen. Die Logitech Gaming Software liegt nicht bei, ist aber bequem von der Logitech Seite herunterladbar und auch nicht zwingend für die Nutzung der G710 Plus nötig, solange man die G-Tasten nicht programmieren möchte und die Modustasten nicht nutzt. Auf den ersten Blick erinnert die Logitech G710 Plus an die beliebte nicht-mechanische Tastatur G110, setzt sich aber durch ihre Form von den anderen Logitech Gaming Tastaturen ab. So sind die linke und rechte Seite abgeschrägt, tragen den G710 Plus Schriftzug und mittig zwischen Tasten- und Handballenauflage ziert ein Logitech-Emblem aus gebürstetem Alu das Tastenbrett. Für größere Hände ist die mit rauer Oberfläche gefertigte Handballenauflage etwas zu schmal geraten. Diese lässt sich natürlich auch abnehmen. Insgesamt misst die G710 Plus 51 cm in der Länge, 22 cm in der Breite und ganze 3,8 cm in der Höhe. Damit ist sie wesentlich höher als ihre nicht mechanischen Geschwister und auch fühlbar um einiges schwerer. Dies liegt vor allem an der Vielzahl der verbauten mechanischen Schalter und ist keineswegs ein Minuspunkt. Die Standardtasten, die auf jeder Tastatur zu finden sind, und die G-Tasten sind durch eine Art Podest und glänzende Lacke vom eigentlichen Tastenbrett abgehoben. Oben rechts sind nochmals die Lautstärkeregelung, ein teilweise geriffelt gummiertes und stufenloses Walzenrad, eine Mute-Taste sowie die Status-LEDs abgesetzt. Die 4 Modus-Tasten, die Tasten zum Deaktivieren der Windows-Taste, die 2 Beleuchtungstasten und die Multimedia-Tasten sitzen oberhalb der F-Tasten. Alle Tasten außer die Modus-Tasten der G710 Plus sind weiß beleuchtet und können über die Beleuchtungstasten vierstufig in ihrer Helligkeit geregelt oder auch ausgeschaltet werden. Dabei steuert die linke der beiden Beleuchtungstasten die nochmal gräulich abgesetzten WASD sowie Pfeiltasten, die rechte Taste den Rest der Tastatur, ausgenommen die orange bzw. rot beleuchteten Modustasten. Auf den Tasten M1 bis M3 können verschiedene Profile für die G-Tasten gelegt werden. Mit der MR-Taste lassen sich Makros zum Beispiel direkt in Spielen aufzeichnen, ohne dafür die Software öffnen zu müssen. Nach dem Drücken der MR-Taste leuchtet selbige rot und nach Auswahl einer G-Taste, auf der das Makro abgelegt werden soll, fängt die MR-Taste an zu blinken, so wie man es von einer Kamera gewohnt ist. Nun kann das Makro eingetippt werden. Nach wiederholten Betätigen der MR-Taste hört diese auf zu blinken und das Makro ist auf der jeweiligen G-Taste abgespeichert. Auf der Rückseite ist unter anderem das relativ dicke Kabel zum Anschluss an den Computer herausgeführt. Dieses besitzt am anderen Ende 2 USB-Anschlüsse, um Geräte, die über den USB 2.0 Port, der ebenfalls auf der Rückseite der Tastatur zu finden ist, verbunden sind, mit ausreichend Strom zu versorgen. Angesichts des Preises hätte man einen USB 3.0 Port sowie die nicht vorhandenen 3,5 mm Klinkebuchsen zum Anschluss eines Headsets ohne integrierter Soundkarte erwarten können. Weiterhin auf der Rückseite sitzt eine kleine Durchführung, die ihre Daseinsberechtigung mit einem Blick auf die Unterseite der G710 Plus erklärt. Dies ist nämlich ein simples und effektives Feature, um Kabel von Headset oder Controller unter der Tastatur durchzuführen. Auch auf der Unterseite sind 4 große Gummipads und weitere unter der Handballenauflage, die einen bombenfesten Halt auf dem Tisch garantieren. Die G710 Plus von Logitech ist eine kleine Mogelpackung, denn diese ist nicht vollmechanisch. Die Sondertasten oberhalb der F-Tasten sowie die Mute-Taste sind mit sogenannten Gummidom-Schaltern bestückt. Alle anderen Tasten sind mit Schaltern der Firma Sherry, genauer mit Sherry MX Brown, ausgestattet. Diese sind aufgrund der 45 Gramm Aktivierungsdruck und den 4 mm Aktivierungsweg vor allem bei Spielern sowie Viel- und Schnelltippern beliebt. Eine weitere Eigenschaft der Brown Sherrys ist die taktile Rückmeldung, bei der die Taste kurz vor dem Auslösepunkt einen etwas höheren Druck benötigt. Die von Logitech beworbenen Dämpfungsringe sind eigentlich normale Ohrringe, die aber das Schreibgeräusch deutlich dämpfen und den Anschlagsweg um 0,4 mm verkürzen.
Wenn man von einer gewöhnlichen Tastatur umsteigt, ist das Spiel- und Schreibgefühl anfangs ungewohnt. Später möchte man aber die G710 Plus durch keine andere Tastatur eintauschen, denn mit dieser spielt und schreibt es sich sehr präzise und mit einem exakten Feedback. Bei der Verarbeitung lässt sich kaum etwas bemängeln. Dort, wo sich Ober- und Unterseite der G710 Plus treffen, erfüllt man an den schrägen Seiten einen kleinen Grat. Dieser ist zwar ungefährlich, aber unangenehm zu fühlen. Außer diesem kleinen Mangel ist die Tastatur sehr gut verarbeitet und vermittelt einen sehr hochwertigen Eindruck. Die G710 Plus ist sehr übersichtlich aufgebaut und mit dem guten und unaufdringlichen Design sehr ansprechend. So wie es gang und gäbe ist, bündelt die Logitech Gaming Software mehrere Logitech-Produkte in einer Software. Auch hier lassen sich die G-Tasten frei konfigurieren. Insgesamt ergeben sich aus G- und Modustasten 18 Sondertasten. Auf diesen können einzelne Tasten, die angesprochenen Makros, Programmstarts, die gesamten Mausfunktionen, Sondertasten wie Kopieren und Fenster maximieren oder auch Ventrilo-Funktionen gelegt werden. Natürlich für jedes Spiel und für jedes Programm separat. Die über die MR-Taste aufgenommenen Makros sind automatisch in der Software abgelegt und können jederzeit wiederverwendet werden. Wie üblich ist alles in Profilen speicherbar. Zum krönenden Abschluss natürlich noch mein Fazit zur G710 Plus. Sie zeigt kleine Schwächen in der Verarbeitung und in der Ausstattung, das sind aber lediglich Abzüge in der B-Note. Die Tastatur ist designtechnisch wirklich sehr gut, sehr aufgeräumt, mir gefallen vor allen Dingen die weißen LEDs. Wirklich großartig ist auch das Spiel- und Schreibgefühl, aber genauso wie der Preis. Mit 130 € ist sie nicht ganz günstig und ordnet sich bei den mechanischen Tastaturen im oberen Drittel ein, würde man so sagen. Ich kann sie aber nur empfehlen, mechanische Tastaturen muss man ausprobiert haben, vor allen Dingen hier mit der G710 Plus, die wirklich neue Maßstäbe setzt. Hat euch die Review gefallen, dann gebt der Review einen Daumen hoch, besucht unseren Kanal, besucht uns auch auf Facebook, gebt uns da ein Like. Das war's hier von mir. Haut rein!